Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass Chuck Spezzano sich jetzt noch die Zeit nimmt. Er hat heute einen wirklich anstrengenden Tag hinter sich. Er ist in China und hat ein Volltagesseminar gegeben. Und du kannst dir vorstellen, in seinem Tagesseminar ist Chuck im Dauereinsatz. Und am Abend, bei ihm ist es jetzt schon abends, spätabends, da ist auf jeden Fall was los und da ist er einfach ein bisschen geschafft, aber er hat sich trotzdem die Zeit genommen und da bin ich sehr dankbar. Wir wissen nicht, wie gut die Leitung hält. Es ist einmal über den Globus, aber die guten Geister mögen mit uns sein. Herzlich willkommen, vielen Dank, Chuck. Ach, und ich darf auf keinen Fall unsere wunderbare, tolle Übersetzerin vergessen, die sich gerade noch bereit erklärt hat. Das ist die Kerstin. Sie reist ganz viel mit dem Chuck im deutschsprachigen Europa herum und ersetzt ihn wie keine andere. Vielen Dank, Kerstin, dass du dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wunderbar. Chuck, magst du ganz kurz sagen, wer du bist, für die, die dich noch nicht kennen und wo du gerade, in welcher Mission du gerade unterwegs bist? Chuck, could you just explain real quick who you are for the people who don't know you yet and tell us where you are right now and what your mission is right now? What's you up to? Yeah, in 3 words or less. In 3 Worten oder weniger, oder? So I'm a doctor of psychology, and what I want to do is help people, I want to empower people so they know that they can take healing into their own hands. Ich bin ein Arzt der Psychologie und ich möchte gerne den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie wissen, dass sie ihre Heilung in ihre eigenen Hände nehmen können. And that they could learn some principles to help their family and help their friends, and so that we really become a community around the world of friends helping friends. Und dass sie in der Lage sind, Prinzipien lernen zu können, die ihnen und ihrer Familie und ihren Freunden helfen können, dass sie wirklich dazu eine Gemeinschaft zu werden auf der ganzen Welt, eine Gemeinschaft, die in der Lage ist, den Freunden zu helfen. As healing occurs, blocks fall away and your mind expands, it unifies. But to the same extent, we get closer to people around us. Wenn Heilung passiert, dann ist es so, dass die Blockaden und die Brüche in unserem Bewusstsein hinwegfallen und dass das Ganze, unser Bewusstsein sich einfach mehr vereinigt. Und wenn das passiert, ist es dann auch gleichzeitig so, dass die Menschen um uns herum einfach uns näher kommen. So my work is all about teaching the importance of relationships and healing relationships. In meiner Arbeit geht es darum, zu unterrichten, wie wichtig Beziehungen sind und wie Beziehungen zu heilen sind. Since the 70s, I've been working on a map of consciousness about where individuals move forward, where couples move forward, where companies and even countries move forward. Seit den 70er Jahren arbeite ich an einer Karte, einer Art Landkarte für das Bewusstsein, einer Karte, wo man sieht, wie die Menschen individuell vorwärts sich bewegen, wo Paare den Weg entlang gehen, wo Firmen entlang gehen und auch wo ganze Länder wirklich diesen Weg auf dieser Karte vorwärts gehen. So if we get closer in relationships, to the same extent our mind unifies. Je näher wir in Beziehungen kommen, im gleichen Ausmaß, ist es so, dass unser Bewusstsein, unser Geist sich wirklich einser wird. And we grow in power, love, and connection with heaven and with each other, and it's a lot more fun. Wir wachsen in unserer Kraft, wir wachsen in der Liebe und diese Verbindung die mit dem Himmel und miteinander, die einfach größer wird, desto mehr Spaß bekommen wir mit allen. So my wife and I have been working on this model of healing for me since the 70s and her since the 80s. And she's developed the feminine form, and I've been just finding all these methods to help people get out of suffering and pain, celebrate their life. Ich arbeite seit den 70er Jahren damit und meine Frau seit den 80er Jahren. Meine Frau ist diejenige, die den weiblicheren Aspekt von dieser ganzen Sache, und ich bin derjenige, der die ganzen viele Methoden herausgefunden hat und daran arbeitet, den Menschen zu helfen, aus dem Schmerz, aus dem Leid herauszukommen. So I've been traveling around the world. My wife and I have been traveling around the world and doing workshops, all over the place. Ich reise auf der ganzen Welt herum und meine Frau auch, und wir geben Seminare überall auf der Welt.
Right now I'm in Wuxi, China. I'm in the fourth night of a 5-day workshop. Ich bin im Moment in Wuxi in China und es ist heute Abend der 4. Abend von einem 5-Tages-Seminar. And just before that, I was in Taipei for a 4-day workshop. Vorher war ich in Taipei und habe ein 4-Tages-Seminar geleitet. And then I'll go home and my wife and I will do a 10-day in Hawaii where we can just go into real depth with people. Und dann gehe ich nach Hause und dann werden dort meine Frau und ich ein 10-Tages-Seminar halten, wo wir in der Lage sind, mit den Menschen wirklich ganz in die Tiefen hineingehen zu können. In the 70s, I found a way to access the subconscious and unconscious mind. And what I learned was mind-blowing. Ich habe herausgefunden, dass wir ein Unterbewusstsein und ein Unbewusstsein haben. Und was ich damals herausgefunden habe, hat mir wirklich praktisch den Kopf zum Platzen gebracht. But working from a deeper level, it can really help people move forward. Aber wenn man von einer tieferen Ebene an die Sachen herangeht, ist man in der Lage, den Menschen wirklich zu helfen, dass sie sich vorwärts bewegen können. And most people I meet, they want to reach higher and they like it deeper. Die meisten Menschen, die ich kenne, die mögen es, höher zu kommen und sie lieben es tiefer. And I'm just the man for the job. Und dafür bin ich genau der Richtige. Und wie du siehst, ist der Chuck ein sehr humorvoller Mensch. Ich durfte mit ihm ja diesen Online-Kurs produzieren. Das ist der erste Online-Kurs, der da ist. Und im Rahmen dieses Kurses gibt es auch viele Fragen und Antworten. Aber jetzt haben wir einige gesammelt von euch da draußen. Und wir fangen einfach damit an. Die erste Frage kommt von Jeanette. Sie fragt, wie steige ich bewusst aus Familienmustern aus? In unserer Familie gibt es seit Generationen eine Dynamik von Mutter zum Sohn und umgekehrt. So we're starting with the questions. One question is from Jeanette. She asked about family dynamics. In our family, there have been, for generations, there have dynamics from mother to son and vice versa. Und trotz vieler Transformationsarbeit ist es mir bisher nicht gelungen, gänzlich Heilung in diese Ahnenreihe zu bringen. Was kann ich tun, Chuck? Although I have been lots of transformation has happened, lots of work has been done on this, I so far have not been able to bring healing to that ancestors. And that's part of the family. So what can I do for that, Chuck? A number of things. First of all, in the 80s, I was studying the Oedipal complex. And in den 80er Jahren habe ich mir diese Sache des Oedipus-Komplex angeschaut. And again, studying it from the subconscious and unconscious pattern. Und wiederum habe ich mir das auch von dem unterbewussten und unbewussten Muster heraus angeschaut. And I discovered the Oedipal conspiracy, which was completely subconscious, was the second best conspiracy the ego had put together to stop us. Und dann habe ich die Oedipus-Verschwörung entdeckt und habe festgestellt, dass das die zweitbeste Verschwörung ist, die das Ego aufgebaut hat, um uns auszubremsen. And what I found as I did that 5-year intensive course around the world with people deep in their minds, I found that there was a deeper conspiracy the ego had put together, and it's the family conspiracy. Was ich herausgefunden habe, nachdem ich 5 Jahre lang auf der ganzen Welt in diesem Zusammenhang mit den Sachen angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass es noch eine größere Verschwörung gibt, die das Ego zusammengeführt hat. Und das ist die sogenannte Familienverschwörung. So I found, unique discoveries. I mean, there's family constellations, which is great work. Ich habe einzigartige Entdeckungen gemacht. Es gibt die sogenannten Familienaufstellungen, die hervorragende Arbeit machen. But I found a whole unique other way of working with families and with the dynamics that completely stop us. Ich habe aber eine einzigartige Methode gefunden, wie man mit Familien arbeiten kann und mit diesen Dynamiken arbeiten kann, die uns ausbremsen. Now, back in the 70s, and almost immediately, I began to see the influence of ancestors on our personal issues. In den 70er Jahren habe ich fast sofort erkannt, welchen Einfluss unsere Vorfahren haben auf unsere persönlichen Themen.
And what I found was that anything that our ancestors hadn't finished healing, any guilt they had, any problem or heartbreak, it was passed down through the family. Ich habe herausgefunden, alles, was unsere Vorfahren nicht geheilt haben, was es Schuldgefühle waren oder Probleme, die sind einfach von der Familie weitergereicht worden. Of course, all of the gifts and talents were also passed down through the family. Es ist natürlich auch so, dass alle Gaben, alle Begabungen und auch weitergereicht worden sind in der Familie. So back in the 70s, I developed a way to go back through the family and transform them. In den 70er Jahren habe ich einen Weg gefunden, wie man zurück durch die Familie praktisch hindurchgeht und das zu transformieren. I have an interesting story about that happened in 1975. Ich habe eine interessante Geschichte dazu. Das ist 1975 passiert. I was working at the Naval Drug Rehab Center. Ich habe in dem Drogenrehabilitationszentrum gearbeitet von der Navy. And beside doing rehab work with Navies and Marines, we were also training paraprofessional Navy and Marine personnel about counseling. Abgesehen davon, dass wir mit den Marines und mit den Soldaten dort gearbeitet haben, wir auch gleichzeitig Menschen beigebracht, wie man Counseling und Coachings macht für diese Menschen, also die Leute, die dort gearbeitet haben. And one morning I was teaching about ancestral patterns to the group that I was in and how it affected them. Eines Morgens habe ich der Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, beigebracht, welche Einflüsse das haben was da passiert in diesen Dynamiken und welche Auswirkungen das hat. And afterwards, one of the fellows that I was training came up to me and said, "Please help me." Danach ist einer der Männer, mit denen die ich versucht habe zu unterrichten, ist zu mir gekommen und hat gesagt, bitte hilf mir. I'm going home to see my wife and I think she's going to tell me she wants a divorce this weekend. Ich werde nach Hause gehen zu meiner Frau und ich glaube, sie wird mir jetzt am Wochenende sagen, dass sie sich von mir scheiden lassen möchte. She says that I don't leave my uniform at work. I always bring it home too, and I'm a Marine at home. Sie sagt, ich lasse meine Uniform nie in der Arbeit. Ich bringe die auch mit nach Hause. Ich bin selbst zu Hause, bin ich ein Marine. And it's just not intimate enough. There's not enough juice in the relationship. Und es ist einfach nicht intim genug, es ist einfach nicht genug Saft in der Beziehung. And he said, when you talked about this ancestral pattern, he said, it just struck me so strong that this was the problem. Und als du über dieses Ahnenmuster gesprochen hast, hat mich das ganz stark berührt. Und ich dachte, genau das ist das Problem. So I've been trained in hypnosis, but I had given it up for this intuitive method that I developed. Ich habe Hypnose beigebracht bekommen, aber ich habe die Hypnose aufgegeben für diese intuitive Methode, die ich entwickelt habe. Which is much easier and faster for people to work with. Und diese Methode ist viel einfacher und schneller, um mit den Menschen zu arbeiten. And he had already worked with this pattern, this Er method. hat damit auch schon gearbeitet. And I asked him, if you were to know, did this problem begin on your mother or father's side of the family? Und ich habe ihn gefragt, wenn du es wissen könntest, dieses Problem, hat das in der Seite deiner Mutter oder deiner Vaterseite der Familie begonnen? He said, fathers. Dann hat er gesagt, Vaterseite. I said, if you were to know, how many generations ago? Und dann habe ich gefragt, wenn du es wissen könntest, vor wie vielen Generationen hat das angefangen? He said, 7. Dann hat er gesagt, 7. I said, did it begin with a man, a woman, or both? He said, a man. Dann habe ich gefragt, hat es mit einem Mann, mit einer Frau oder mit beiden angefangen? Die Antwort war ein Mann. I said, well, if you were to know what happened that this pattern began. Und dann habe ich gefragt, wenn du wissen könntest, was passiert ist, dass dieses Muster angefangen hat. And it was like he startled and he said, I see the scene of him being an officer in the Revolutionary War in America. And he's the officer and they had very little supplies. Und dann hat er plötzlich sich erschrocken und hat gesagt, ich sehe eine Szene von einer Kriegsszene und er war ein Offizier und sie hatten ganz wenige Ressourcen noch, kaum noch Lebensmittel übrig.
They talked about there being blood in the snow because men didn't have boots. They just had rags tied around their feet. Man sprach davon, dass der Schnee blutig war, weil die Leute noch nicht mal mehr Schuhe hatten. Und die hatten einfach nur praktisch Lumpen, die sie um die Füße gewickelt hatten. And he said, my ancestor, being the officer, felt he had to be really strong to encourage the men and keep them going. Mein Offizier, der mein Vorfahre war, musste wirklich ganz streng sein, wirklich alles zusammenzuhalten, damit er in der Lage war, seine ganzen Soldaten Untergebenen zu motivieren, dass sie vorwärts machen können, dass sie weiter können. So he buried his feelings and just was a Marine. Also hat er einfach seine ganzen Gefühle vergraben, aber nur einmal Marine, ein Soldat. So, you know, I asked him, well, what got passed on to his children, and to be strong, to be tough. Dann habe ich ihn gefragt, was ist aufgrund von dessen an seine Kinder weitergereicht worden? Und die Antwort war, stark zu sein, tough zu sein. And to the grandchildren also. Und auch an den Enkelkindern. But when I got to the great-grandchildren, in that generation, the father died early. Aber als es zu den Urenkeln war das so, dass in dieser Situation der Vater sehr früh gestorben war. So the son had to take over when he was 12 years old to support the family, to be the man of the house, to earn enough money for everybody to live, and he had to be really strong and really tough. Und der Sohn musste dann im Alter von 12 Jahren praktisch die Vaterrolle übernehmen. Er musste das Geld verdienen, er musste gucken, damit alle im Hause wirklich alles in Ordnung war. Er musste sehen, dass alles funktioniert. Und das war natürlich sehr schwer und sehr hart für ihn. And he said, that was my grandfather. Und er hat gesagt, das war mein Großvater. And it got passed down in the same way. Und das wurde auf die gleiche Art und Weise weitergereicht. So I said, well, you're a non-commissioned officer. Let's imagine that you're back there and that you were supporting him and showing him a better form of leadership. Du bist auch ein Offizier. Wir stellen uns vor, dass du zurück bist mit diesen Menschen von deinen Vorfahren, dass du in der Situation bei ihm bist und du zeigst ihm eine bessere Art und Weise, wie man führen kann. One that was inspiring and heartfelt, but not dissociating. Eine Art der Führung, die sie inspiriert hat, die wirklich vom Herzen gefühlt hat und keine, die abgeschnitten war von allen seinen Gefühlen. So all of a sudden, the story rewrote itself. Und ganz plötzlich hat angefangen, diese Geschichte sich neu zu schreiben. And his ancestor got the job done, but not at this cost of his own heart. Und sein Vorfahr war in der Lage, diesen Job hinter sich zu bringen, zu erledigen, aber ohne, dass er dadurch sein Herz verloren hat. So what got passed down to his children and grandchildren was this inspired leadership. Und was dann seinen Kindern und seinen Enkelkindern weitergereicht wurde, war diese inspirierende Führung. And that meant that in the next generation, actually, he said, it changed the whole scene, and that ancestor didn't die. Und was dann passiert ist, hat er gesagt, das hat die ganze Generation verändert. Und in dieser Generation war dann so, dass der Vater gar nicht sterben musste. And he said that heartfelt leadership got passed down. And he said, I can feel it coming into me now. Und diese Führung mit dem Herzen ist weitergereicht worden. Er hat gesagt, ich kann es spüren, wie das jetzt zu mir kommt. So he felt really confident now to go back and present a new side to his wife. Und er hatte wirklich ein großes Selbstvertrauen gehabt, zurückzugehen zu seiner Frau und ihr eine ganz neue Seite von ihm zu präsentieren. So that was Friday, and he was leaving just then in that afternoon for a weekend leave. I saw him first thing Monday morning. Und das war freitags nachmittags. Und an dem Nachmittag ist er nach Hause gegangen zu seinem Wochenendurlaub. Und montagsmorgen habe ich ihn gesehen als erstes wieder. And he came up, and this big 6'6" Marine has me in this bear hug, just thanking me. He said we had a honeymoon all weekend. We fell in love again, and you saved my family. Und dann ist dieser wirklich riesen Schrank von einem Marine, also 6'4", hat mich in den Arm genommen, mich umgedrückt und hat gesagt, danke, ich hatte so ein tolles Wochenende hinter mir. Wir waren wirklich wie in den Flitterwochen. Du hast meine Familie gerettet. Now, since that time, I've learned about 4 or 5 other methods that have been developed to go back through the ancestors.
Seit diesem Zeitpunkt habe ich 4 oder 5 andere Methoden gelernt, entwickelt, die in der Lage sind, zurück zu den Vorfahren zu gehen. But one of the things I found is that we promised we would heal the karma of our ancestors, that we would release them from their karmic chains, and in the same way release ourselves. Was ich herausgefunden habe, wir haben versprochen, unsere Vorfahren zu heilen. Wir haben versprochen, sie von ihren karmischen Ketten zu befreien und dadurch uns auch selbst. And that one of the things that all of us brought in was any of the patterns passed down through the family. We brought in soul gifts that would exactly heal those patterns. Eine dieser Sachen, die ganz klar geworden sind, dass egal welche Probleme da sind, welche Situationen von den Vorfahren weitergereicht sind, wir haben genau die Gaben in uns drin, die in der Lage sind, dieses zu heilen. And heaven would also give us these gifts, these divine gifts that we could receive and pass up through the family also. Und auch der Himmel würde uns diese göttlichen Gaben geben, wenn wir sie empfangen wollen, wie wir dadurch wirklich der Familie weiterreichen können, der diese Sachen dadurch heilt. So you can go back to the beginning, you can start from this end, you can actually go into the future to when it's already healed and bring that up through the past. That's timeline therapy. Du kannst am Anfang anfangen, du kannst jetzt in dem Moment anfangen, kannst zurückgehen, du kannst vorwärts in die Zukunft gehen, dort, wo diese Situation, diese geheilte Situation, das ist diese Zeitlinientherapie zum Beispiel. I believe in the online course, we do some ancestral healing also, as I remember correctly from last summer. Ich glaube, in dem Online-Kurs, den wir aufgenommen haben im letzten Sommer, haben wir auch Sachen gemacht mit Ahnenheilung, wenn ich mich richtig daran erinnere. There's another kind of miracle exercise I learned from A Course in Miracles that works really well to heal ancestral patterns also. Es gibt auch eine andere Übung, die ich gelernt habe, im Kurs in Wundern, der sehr gut hilft in Bezug auf Vorfahrenheilung. I was doing a talk in Berlin, and during the question and answers, this one woman asked me to help her heal this heavy Nazi ancestral pattern that was coming in, and she felt it was ruining her life. Ich habe in Berlin einen Vortrag gehalten und dann gab es Fragen und Antworten. Eine Frau hat um Hilfe gebeten, dieses Ahnenproblem zu heilen. Sie hat das Gefühl gehabt, dass eine wirklich ganz schwere, starke Nazi-Energie auf sie eingetroffen ist und wirklich ihr Leben ruiniert hat. So in this exercise, which I learned from A Course in Miracles, you ask the Holy Spirit to carry you into the future. Und die Übung habe ich aus dem Kurs in Wundern gelernt, bittest du den Heiligen Geist darum, dass er dich in die Zukunft hineinträgt. Way past the problem, and we actually walked as far as the wall as a metaphor for the future. Und dass man wirklich ganz weit über das Problem hinausgetragen ist. Wir haben sogar so gemacht, wir sind vorwärts gelaufen, wir sind so weit gelaufen, bis wir kurz vor der Wand gestanden sind, wirklich die diesen Platz repräsentiert, der so weit in der Zukunft war. And then with the help of the Holy Spirit brought that bright spot back to the present. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes haben wir diesen leuchtenden Punkt in der Zukunft zurückgebracht in die Gegenwart. And then we turned around and asked the Holy Spirit to take us to the ancient past where that was all healed, where there was just happiness. Dann haben wir uns umgedreht und haben den Heiligen Geist darum gebeten, dass er uns zurückbringen würde in die uralte Vergangenheit. Einen Platz, der genauso geheilt und schön war wie in dieser Zukunft. And then we brought that back to the present. Und dann haben wir das zurückgebracht in die Gegenwart. Now, actually, it wasn't a very big room. Der Raum war nicht wirklich sehr groß. She said, it feels much better, but it's not finished. Und sie hat gesagt, es fühlt sich viel besser an, aber es ist noch nicht fertig. So we did it again all the way to the wall in the future and brought that back. Und dann sind wir wiederum ganz vorgelaufen bis zu der Wand in die Zukunft und haben diese Kraft wieder zurückgebracht. And all the way to the wall of the ancient past and brought that back. Und auch ganz zurück bis zu der Mauer, dieser Wand von der uralten Vergangenheit und haben das auch wieder zurückgebracht. And the relief that just showed on her face, and she just felt so jubilant to just be free of this kind of burden, this guilt burden she'd been carrying.
Und diese Erleichterung in dem Gesicht dieser Frau und das war so ein Jubilieren, das war also diese Last war so endlich weg von ihr. Sie hat sich so gefühlt, dass sie als solch eine große Last auf ihr gelastet hatte. So, you know, this is something I've been doing since like 1974, this kind of ancestral healing patterns. So it can be done there's many different ways. Mhm. Ja, wir haben in dem Online-Kurs von Chuck mindestens, glaube ich, 4 oder 5 Lektionen drin. Wir sind ja insgesamt 37, wo wir die Pattern, also die Muster, die wir mitbringen aus alten Leben, vor allem von unseren Vorgängern, heilen und in die Selbstheilung gehen. Vielen Dank, Chuck. Die zweite Frage ist, wann ist es sinnvoller, eine Beziehung besser loszulassen, anstatt sich auf den Partner zuzubewegen? Frage, geht noch weiter. Second question. Thank you, Chuck, for the first one. Second question. When does it make sense to let go of a relationship? When is it sense to stop a relationship? And there's a second part of the question. Gibt es dafür Regeln, bestimmte Momente, in denen man weiß, dass Loslassen die bessere Option ist? Kann man das fühlen? Kristen? Is it something you feel? You couldn't hear me? Nein? Nein. No. Am I back? Ja. What Back? was the second part of the question? Gibt es dafür Regeln? Are there any rules to when to end a relationship? I actually have a small book on this exact topic. Ich habe ein kleines Buch geschrieben, da geht es ganz genau um dieses Thema. It's called How to Know When Your Relationship is Over and What to Do When It's Not. Das Buch heißt, wenn man weiß, wann eine Beziehung vorbei ist und was es zu tun gibt, wenn es nicht so ist. So there's a principle that always brings truth. Es gibt ein Prinzip, das immer die Wahrheit bringt. And it's a paradoxical principle. Es ist ein paradoxisches Prinzip. And it's the principle of commitment. Und es ist das Prinzip des Commitments. Und das bedeutet auf Deutsch, es ist ein Engagement. Und eigentlich bedeutet es ein 100%iges Wählen. And when you give yourself 100% to something, Wenn du dich 100%ig etwas gibst, you take a step forward. dann gehst du einen Schritt vorwärts. For instance, if you committed to your partner, Zum Beispiel, wenn du dich wirklich committen würdest, wenn du deinen Partner wirklich voll wählen würdest, the relationship would go a step further. dann würde dadurch die Beziehung einen Schritt vorwärts gehen. And if you keep giving yourself 100%, Und wenn du dich immer weiter 100% gibst, and how you do that, it's a choice. wie du es machst, es ist eine Entscheidung, die du triffst. And it's a choice to give yourself fully. Es ist eine Entscheidung, dich voll und ganz zu geben. And what happens is commitment brings truth. Was passiert ist, dass dieses Commitment, dieses Engagement bringt die Wahrheit. And it brings freedom and it brings ease and authenticity. Es bringt die Freiheit, es bringt die Leichtigkeit, es bringt die Authentizität And it brings partnership. und die Partnerschaft. Now, when we're going through power struggle or when we're going through dead zone, Wenn wir durch diese Machtkampfphase oder durch die tote Zone hindurchgehen. Was ist die tote Zone? What's the dead zone, Chuck? it's a whole stage that we go through, and it's a really big trap that the ego has to keep us from partnership, success, and intimacy. Das ist ein ganzes Stadium, das wir hindurchgehen. Das ist eine große Falle, wo das Ego uns davon abhalten möchte, in die Partnerschaft, in den Erfolg und in die Intimität hineinzukommen. And the first stage is we're learning how to move past roles, rules, and duties. Und in dem ersten Stadium von dieser toten Zone geht es darum, dass wir lernen, wie wir mit Rollen, Regeln, Pflichten umgehen. A role is doing the right thing for the wrong reason. Eine Rolle ist, dass wir das Richtige tun, aber aus dem falschen Grund. A rule is a defense over old guilt or old heartbreak.
Eine Regel ist ein Verteidigungsmechanismus über alte Schuldgefühle oder alten Herzensbrüche. And rules are meant to be broken. Und Regeln sind dazu da, dass sie gebrochen werden. So it's a defense that actually leads to the pain. Also ist es ein Verteidigungsmechanismus, der eigentlich zum Schmerz führt. And a duty, it's like the right thing, but you're doing it because you're supposed to, rather than because you choose to give yourself fully to it. Und in der Pflicht ist es so, dass du das Richtige machst, aber weil du das einfach machen solltest, anstatt dass du die Wahl triffst für dich, ich tue es, ich will es tun. And then there is a whole Oedipal conspiracy stage, and that's the second stage, and it's all subconscious. Und dann haben wir das zweite Stadium der Totenzone, ist das Stadium des Ödipus. Und dieses Stadium ist komplett unterbewusst. Leading to deadness in sex, Das deadness in intimacy. Das führt zu Totheit, Leblosigkeit in Sex. Da ist keine Intimität da. And then competition is the next layer. Die Konkurrenz ist die nächste Schicht. And that leads to either power struggles or deadness in your relationships. Und das führt entweder zu Machtkämpfen oder zu Leblosigkeit in deiner Beziehung. And then there's the fear of the next step. Und dann haben wir die Angst vor dem nächsten Schritt. And before we hit the roles, rules, and duties, there's all these vicious circles. Bevor wir zu den Regenrollen und Pflichten kommen, sind diese ganzen Teufelskreise da. For instance, people want to be right in their relationship, but it creates a vicious circle of right and wrong. Zum Beispiel, die Menschen wollen Recht haben in ihrer Beziehung, aber das erschafft einen Teufelskreis von Recht und Unrecht oder richtig und falsch. They want to be the superior one, but then it creates a vicious circle of superior, inferior. Sie wollen der Überlegene sein, aber das erschafft einen Teufelskreis zwischen Überlegenheit und Unterlegenheit. Anyhow, the last couple of years I've been writing a book on how to get out of the dead zone in for yourself, your relationship, and your work. Ja, in den letzten paar Jahren habe ich ein Buch geschrieben darüber. Da geht es darum, wie man aus der toten Zone herauskommt, für dich selbst und für andere und für dich in deiner Beziehung. So it's ready for editing. Es steht davor, es ist kurz davor, zum Verleger zu kommen, dass es überprüft wird. When I was young, it was one of the major things that stopped me in relationships. So I did a lot of personal research and professional research about how to get through the dead zone. Als ich jung war, habe ich sehr viele persönliche Experimente damit gemacht, wie man aus der toten Zone herauskommt, aber auch auf der professionellen Art und Weise. Deswegen habe ich sehr viel Erfahrung damit in Bezug auf die tote Zone und wie man da herauskommt. The ego has, 1,000 traps to stop us. Das Ego hat tausende und abertausende Fallen, um uns auszubremsen. But what I found is that all pain and all traps are just illusions, and there's always a way through. Ich habe herausgefunden, dass aller Schmerz, alle Fallen einfach nur Illusionen sind und es gibt immer einen Weg hindurch. So what was the original question before we got into the dead zone? Was war die Ursprungsfrage, bevor wir zur toten Zone abgekommen sind? Die Frage, wann es besser ist, eine Beziehung zu verlassen, anstatt weiterzugehen. The question was, when is it better to leave a relationship instead of? Yeah, and so it's like if you keep committing, that's the paradox, it begins to show you the truth. Das ist die Sache, wenn du dich weiterhin committest, also weiterhin die Entscheidung triffst. Das Paradoxe ist, wenn du das tust, dass sich dadurch die Wahrheit zeigt. You're stopped for many different reasons. Triangle relationships, complete deadness in the relationship, fighting in the relationship. Man lässt sich ausbremsen durch viele verschiedene Gründe. Dreiecksbeziehungen, Streitigkeiten in Beziehungen, komplette Totheit in der Beziehung. And your ego doesn't want you to have partnership because where you have intimacy and love, the ego melts. Dein Ego möchte natürlich nicht, dass du Partnerschaft hast. Weil dort, wo du Partnerschaft hast und Intimität, das ist der Platz, wo das Ego zerschmelzt. There's an ancient saying that I made up about 6 years ago. Es gibt eine uralte Aussage, die ich ungefähr vor 6 Jahren erfunden habe. I love making up ancient sayings. Ich liebe es, uralte Aussagen zu erfinden. Is that if you're willing to give up your independence of your
which is just your dissociated independence of the ego. You can have anything you want. Wenn du willens bist, deine Unabhängigkeit aufzugeben, wir sprechen hier von einer abgeschnittenen Dissoziation des Egos, dann bist du in der Lage, alles zu haben. Because underneath every problem, every scarcity, there's actually a self-deprivation where you get to keep your independence. Unter jedem Problem, unter jedem Mangel ist in Wahrheit ein Platz, wo wir die Sachen uns selbst vorenthalten, aber einfach nur deswegen, dass wir dadurch unsere Unabhängigkeit behalten können. In A Course in Miracles, it says, no one deprives you but yourself. Im Kurs in Wundern steht drin, keiner hält dir irgendetwas vor, außer du selbst. So the lunchtime exercise that I gave to the group was to find all these different parts of the split mind and then bring them together as they communicated how they were feeling into a new unity. Die Mittagspausenübung zum Beispiel, die ich einer Gruppe gegeben habe, war, dass sie ausdrücken, welche ganzen vielen abgespalteten Teile da sind und die sprechen lassen, die kommunizieren lassen und dass sie dadurch wieder zusammenkommen, dass eine neue Form, ein neuer Platz der Einheit dadurch möglich war. So the staff member, as the example person, was a woman who wanted true love. Eine Mitarbeiterin, die als die Beispielperson war für diese Übung, wollte wahre Liebe haben. So in the center, we put heaven. Also haben wir in die Mitte von dieser Übung den Himmel gestellt. Then we put her gift of true love, and she put them in a different configuration around the room. Und dann hatten wir ihre Gabe der wahre Liebe und wir haben diese anderen Anteile an allen möglichen Punkten in dem Raum aufgestellt. And then she had someone represent her desire for true love, another person to represent how she really didn't want true love. Wir haben eine Person aufgestellt für ihren Wunsch nach der wahren Liebe. Eine andere Person stand dafür, dass sie wahre Liebe überhaupt nicht haben wollte. Because if you don't have it, there's a part of you that doesn't want it. Es ist nämlich so, wenn du etwas nicht hast, gibt es einen Teil in dir drin, der es nicht haben will. And then we had a part representing the guilt, so she didn't feel worthy of having it. Und dann haben wir einen Teil, der für die Schuldgefühle gestanden ist. Das Gefühl, wo sie gehabt hat, ich bin es nicht wert, das zu haben. The fear of having it. Die Angst, es zu haben. The revenge about not having it, getting back at her parents in heaven. Die Rache, die sie dadurch ausüben konnte, weil sie es nicht hatte, um es dadurch ihren Eltern heimzuzahlen. And being right about her position. Und dass sie recht hatte in Bezug auf ihre Position. Das ist so. So she'd go to each one and speak from that side, the fear side, and then the person role-playing the fear, they would speak from the fear side. And we brought it all together. We found many hidden things, like part of it was under the revenge was tantrum, and part of it under the fear was this this fear of losing independence and freedom. But it all came together in the end. Und wir haben dann so gemacht, dass sie hingegangen ist zu diesen verschiedenen Positionen und hat von dieser Position gesprochen. Und dann hat die Person, die diese Position repräsentiert hat, zum Beispiel die Angst, von sich gesprochen. Und dann haben wir sehr viele interessante Sachen gefunden. Zum Beispiel, dass unter der Angst war zum Beispiel die Angst, die Unabhängigkeit zu verlieren. Oder unter der Rache war so ein Wutanfall gesteckt. Und je mehr wir das gemacht haben, immer war das Ganze näher gekommen, das Ganze, bis es wirklich eine Einheit war. And some of the answers that came out were just so funny. Ein paar der Antworten waren einfach wirklich lustig. But you could see where in the subconscious, you know, consciously she wanted true love, but there were all these things holding her back from having what she wanted. Aber man kann sehen, auf der Oberfläche, im Tagesbewusstsein, sie wollte wahre Liebe haben, aber im Unterbewusstsein zeigte sich die ganz verschiedenen Sachen, wo sie gezeigt hat, dass sie es nicht wollte. And finally, she got her whole mind together. Und am Ende hat sie endlich ihr ganzes Bewusstsein wieder zusammen gehabt. So it'll be interesting to see what happens next. Also es wird interessant sein zu sehen, was als nächstes passiert. So some people were doing that exercise with health, and some with money, and some with success. Mit Geld oder mit Erfolg gemacht. Danke, Chuck. Gerade
die Leitung. So then if you find out that it was just an ego trap and it was just one of the many ego traps, well, then there's a whole bunch of principles about how to improve your relationship. Wenn du herausfindest, dass es einfach nur eine Ego-Falle ist, und es gibt ganz viele Möglichkeiten herauszufinden, dass es Ego-Fallen sind, dann gibt es Möglichkeiten, gibt es Prinzipien zu finden, wie man seine Beziehung verbessert. Genau. Wir haben ganz viele dieser Prinzipien auch aufgenommen und gehen sie durch. Ich wollte noch sagen, in dem Kurs gibt es tatsächlich auch häufiger mal Beiträge, Bonusmeditationen zu der toten Zone und auch einige der Klienten, die im Kurs vorkommen, haben dieses Thema, denn das ist, glaube ich, in jeder Beziehung ein Thema. Wir haben sehr, sehr viele Fragen. Wir können leider nur ganz wenige jetzt aufnehmen. Ich nehme mal die von Diana. Woran kann es liegen, wenn ich mir schon sehr bewusst bin, mich meiner Meinung nach liebe, trotz allem noch empfange ich negative Energien? We have many questions. We don't have a lot of time. So there's one question from Diana, and she asks, how come I feel like I've come a long way and I love myself loads already? Why do I, was ist mal mit den Negativen? Was nochmal? Trotz allem empfinde ich negative Energien von außen und spüre Traurigkeit, Müdigkeit von meinem Gegenüber und habe es in meinem Körper. Although I love myself loads, I receive negativity from the outside, and I feel the others, and I feel sadness, I feel tiredness, and I feel that inside of my body. A longer time. Well, there's a couple of things that I could say about that. One is that she's probably super sensitive, so that when you get attacked, it's like 3 times worse than if a normal person got attacked and would just get over it. Es gibt einige Sachen dazu sagen. Eine Sache ist wahrscheinlich folgendes, dass die Person wahrscheinlich jemand ist, der zu den hypersensiblen, sensitiven Menschen gehört. Wenn diese Person angegriffen wird, ist es nicht so wie normal. Es ist einfach, das ist so, wie man praktisch wirklich komplett rausgeschossen wird und eine riesen Reaktion auf diese Attacke kommt. So, I mean, just a month ago, I started writing a new book, a small book, but important one called Handbook for Supersensitives. Ich habe vor einem Monat angefangen, ein kleines Buch zu schreiben. In diesem Buch geht es darum, dass ein Handbuch für Menschen, die wirklich übersensitiv sind. Yeah. And the other aspect of this is that we're on this evolutionary path all the way back to oneness. Der andere Aspekt ist wir sind auf dem Pfad der Evolution wieder zurück zum Einssein hin. We start with dependency when we're young and when we first start relationships, and we get lots of heartbreaks and lots of guilt, and if we break through that. Wir fangen an mit der Abhängigkeit, weil wir sehr jung sind, und wir erleiden sehr viele Herzensbrüche und wir bekommen sehr viel Schuldgefühle und so Sachen. We move into independence. Und wenn du aus dieser Abhängigkeit herauskommst, bewegst du dich in die sogenannte Unabhängigkeit hinein. Some of that is confidence and resourcefulness, but some of it is just a defense against the old needs, fear, heartbreak, and guilt. Manches von dem ist wirklich Selbstvertrauen und wirklich Sachen, dass man Ressourcen in sich hat. Aber ein Großteil davon ist einfach diese Sachen, wo wir uns vor diesem Schuldgefühl, den ganzen Schmerz einfach abgeschnitten haben. When we heal enough in that, then we graduate. When we get through power struggle and dead zone with our partner, we get to partnership. Wenn wir viel genug davon heilen, wieder zurückzugewinnen, dann ist es so, dass wir den Abschluss machen, dass wir, wenn wir durch die Machtkampfphase und die tote Zone hindurchkommen, kommen wir in diese Partnerschaft hinein. And that's so juicy. Und dieser Platz ist so saftig. But then we start pulling up pieces of the unconscious at a soul level. Aber dann fangen wir an, Sachen hervorzuziehen aus dem Unbewusstsein, dem sogenannten Seelenbewusstsein. And of course, deeper stuff from our childhood patterns. Und natürlich tiefere Sachen von unseren Kindheitsmustern. And then when we graduate from that, we start getting into the higher spiritual levels of radical dependence. Und wenn wir dann den Abschluss machen, kommen wir diese höheren Stadien der spirituellen, dieser sogenannten radikalen Abhängigkeit hinein. And each
step we go, there's more self-love, there's more love for others, there's more confidence, and there's more Scheiße. Jeden Schritt, den wir näher kommen, ist da mehr Liebe, mehr Selbstliebe, mehr Selbstvertrauen und auch mehr Scheiße. Mehr Monster. But there's ways to get through all of that. Aber es gibt Wege, durch das Ganze hindurchzukommen. For instance, deep in the unconscious, that first stage of radical dependence, it's an area about 5 layers deep in the mind, and it's full of bad attitude, tantrums, contrariness. Zum Beispiel in der ersten Ebene dieser spirituellen Abhängigkeit, da sind 5 Schichten drin von dieser schlechten Haltung. Da geht es wirklich um Wutanfälle, um wirklich Gegensätzlichkeit, um einfach nicht wollen und einfach nur schlechte Haltung. And if you have a chronic problem, you have a root down in this very deep area of the mind. Und wenn du ein chronisches Problem hast, dann hast du eine Wurzel, von denen geht zurück in diesen ganz tiefen Teil von dem Bewusstsein hinein. And that's fed by the astral, the demonic, and but really that's just our ancient ego. It's just another thing to heal. And so you go through step after step after step after step, tens of thousands. Und das wird genährt von dem Astralen, von dem Dämonischen. Das ist einfach wirklich unser uraltes Ego, was einfach nur dazu da ist, um zu heilen. Und das sind wirklich Schritte für Schritte für Schritte. Und das sind halt einfach viele, so ein paar tausend. And you'd get bored if you stayed at the same level, so you're always given a new challenge. Und dir wird es langweilig werden, wenn du immer auf der gleichen Ebene bleiben würdest. Deswegen gibst du dir selbst immer neue Herausforderungen. And you go as far as you can until you really get stopped. Und du gehst so weit, wie du es kannst, bis du wirklich ausgebremst wirst. But where you really get stopped, you head away from life. Aber dort, wo du dich wirklich ausbremsen lässt, das ist der Platz, wo du dich vom Leben abwendest. In this workshop here in China, there's been so much, people had so many death temptations in the last 3 months. In diesem Seminar in China war es so, dass herausgekommen ist, in den letzten 3 Monaten haben so viele Menschen Todessehnsüchte gehabt. So it's just getting them through that. It's just more traps the ego throws at you. Einfach sie dahin durchzubringen. Es ist einfach noch mehr Fallen, die das Ego auf dich wirft. But people are at a much different place than they were 4 days ago. Aber die Menschen sind an einem ganz anderen Platz, wie sie vor 4 Tagen angefangen haben. And we still have a whole day to go. Und wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. Genau. Deswegen ist es auch so wichtig, diese Übungen immer wieder zu tun. In dem großen Selbstheilungskurs gehen wir insgesamt 5 Monate oder sogar mehr an diese Plätze und durch diese Themen durch. Denn 37 Lektionen, 2 die Woche. Das heißt immer am Wochenende und unter der Woche eine Lektion, mit der du dich dann jeden Tag beschäftigst. Das ist wirklich 5 Monate intensive Selbstheilungsarbeit. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit und vor allem wollen wir den Chuck auch in den verdienten Feierabend entlassen. Deswegen kann ich nur noch eine Frage auswählen. Und dazu muss ich dir sagen, Chuck ist ja sehr, sehr gut intuitiv angebunden und er empfängt dann gerade, welches jetzt die richtige Frage ist. Daher frage ich dich jetzt, Chuck, ich habe hier noch viele, viele Fragen, aber sag mir doch 1 bis 5. Welches ist die letzte Frage, die du heute Abend noch beantworten wirst? Number between 1 and 5 to choose the last question. 5. 5. Okay. Es ist eine einfache Frage, nein, eine interessante Frage. So etwas wie Dualseelen oder Zwillingsflammen oder Zwillingspartner, gibt es das? Is there something like dual souls or twin souls or soul partners? Is there something like that, Chuck? There are people that we're really close to, and it's kind of like a pod that we come in as a group of souls because we want to be friends, we want to accomplish the same major thing, and to get through that, there are people who've come in because they wanted to, be married, and so there are twin souls like that. But if you lose your twin soul because you weren't mature enough or there were all these other traps, well, heaven's generous. It's like you'll get another true partner.
as you're open to it and you're not holding on to the past, it's like there can be many people who are your true partners, but it's like a lot of people are actually frightened to have somebody who means that much to them, someone who they won't have control with because they're so in love. Kannst du das alles übersetzen? Ich bemühe mich. Chuck hat gesagt, es gibt Menschen, die uns sehr nahe stehen. Wir kommen wirklich herein auf diese Welt und wir haben so wie so eine Schule. Bei Fischen sagt man früher eine Fischschule oder so. Wirklich so Leute, die uns nahe stehen, wir haben gemeinsame Sachen vor, Sachen, die wir gemeinsam lernen wollen, einen gemeinsamen Weg, den wir gehen wollen. Und dann gibt es auch Menschen, die die heiraten wollen. Und das ist zum Beispiel so, wenn wir eine Zwillingsseele haben, und wenn wir sie verloren haben oder wir sie verlieren, weil wir einfach noch nicht reif dazu waren, ist es so, dass das Universum ist großzügig. Das Universum gibt uns noch eine Möglichkeit. Es ist nicht so, dass nur einer da ist und wenn wir es verkorkst haben, das war's das. Es gibt wirklich die Möglichkeiten, da in diesen Sachen trotzdem weiterzugehen. Es gibt, genau, ich ergänze es noch ein wenig, es ist sozusagen so, ja, es gibt eine Zwillingsseele, eine ganz tiefe Partnerschaft. Und trotzdem ist es nicht unbedingt notwendig, mit der zusammen zu sein, denn du kannst auch mit anderen Partnern genauso tiefe Beziehungen führen wie mit dieser Zwillingsseele. Und genau, das war, glaube ich, noch wichtig. Yeah, so we have these twin souls. Sometimes they come in as a best friend. Sometimes you have them as a twin. Wir haben diese Zwillingsseelen. Manchmal ist es so, dass diese Zwillingsseelen als beste Freunde hereinkommen, oder manchmal sind sie tatsächlich unser Zwilling. That's why sometimes people are so bereft when they lose their twin in the womb. Das ist manchmal der Grund, warum die Menschen wirklich so erschüttert sind, wenn sie ein Zwillingsgeschwisterchen im Mutterleib verlieren. But I have found in every case I've worked with, which is a few dozen, that actually there was this soul agreement that one would become the silent partner as the other twin went forth in the world, who was best suited to go forth in the world. Aber ich habe Dutzende Male schon damit gearbeitet und haben herausgefunden, in so einer Situation haben beide Seelen gemeinsam eine Entscheidung getroffen, dass einer von den beiden praktisch der stille Partner wird, der hinter dem anderen steht, der in die Welt hinausgeht und ihn unterstützt, während der andere wirklich herausgeht in die Welt und für beide praktisch diese Sachen erledigt. But when they lost their twin, they were so bereft and they went into such anguish and even tantrum that they forgot about the agreement, and so their whole life they've been missing their twin who's been wanting to, let's do the work we promised we would do here, but they're still in this kind of, no, yeah, I lost my best friend or I lost my partner. Aber es war so, wenn diese Situation war, dass dieser Zwilling gestorben ist, dann waren diese Menschen so am Boden zerstört, in solcher Seelenpein, dass sie das komplett vergessen haben, dass sie diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben und gehen wirklich ganz beleidigt und enttäuscht durch das Leben, weil anstatt sich daran zu erinnern, dass wir haben das zusammen gemacht, wir haben dieses vor, wir wollen das machen und da ist so viel Freude und so viel Spaß, dass wir das gemeinsam auf diese Art und Weise, so wie wir es uns ausgedacht haben, zu tun. Usually when that has occurred, what I do is I bring in their twin to Meistens, was ich mache, wenn das passiert, dass ich den Zwillingspartner oder Bruder oder Schwester wieder hereinhole und lasse ihn den anderen Zwilling umarmen und ihn halten. Communication system between the two so they can feel their twin once again and get on with that dual purpose that they had. Wir etablieren wirklich eine Art Kommunikationssystem, dass der Zwilling, der noch da ist, weiß, wie dieses Kommunizieren funktioniert, dass sie wieder ihre duale Zwillingsaufgabe wieder gemeinsam erreichen können. It reminds me of 20 years ago of a talk in Vancouver, Canada, and a woman had just lost her best friend like a month before. Vor 20 Jahren war ich in Vancouver in Kanada und da hat eine Frau ihre beste Freundin einfach einen Monat vorher verloren gehabt. She said, we were going to start this healing center together and then she went and died on me.
Und sie hat gesagt, wir haben ausgemacht, dass wir ein Heilzentrum zusammen aufbauen. Und dann hat sie ist einfach gestorben. I said, she didn't die, she just lost her body. She's standing right next to you. Sie hat gesagt, sie ist nicht gestorben, sie hat einfach nur ihren Körper verloren. Sie steht direkt neben dir. And everybody's hair stood out, you know, it's just like, and I said, feel how much she loves you. You know, you've been in this mourning process. Und es war so ein Moment, wo alle Leute die Haare zu Berge gestanden sind. Und es hat, du warst in diesem Trauerprozess und du konntest gar nicht fühlen, wie sehr sie da ist, wie die Energie da ist, die für dich zuständig ist. She's still going to help you start the healing center. She's just going to be the silent partner. Sie wird dir immer noch helfen, gemeinsam dieses Heilungszentrum aufzubauen, aber jetzt ist sie der stille Partner von euch beiden. But she'll be closer to you than she was when she had a body. Aber sie wird dir jetzt näher sein, wie zu dem Zeitpunkt, wie sie einen Körper gehabt hat. So it was pretty interesting. Das war schon sehr interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank, Chuck. Sag mir noch, warum sollte ich einen Kurs von dir machen? Was ist die Motivation oder was kann ich dann erreichen, wenn ich so einen Online-Kurs mit dir mache? Why should I do a course with you, Chuck? What's the motivation? Or what can I reach if I attend an online course with you, Chuck? Well, it'll expand your mind for one thing. And Erstens mal ist es in der Lage, dein Bewusstsein zu erweitern. Have you see all kinds of other opportunities. Und dir die Gelegenheit geben, ganz viele neue Gelegenheiten wahrzunehmen. Plus, there's so many healing exercises with example people that it can really open your heart and help you regain yourself where you've lost yourself. Außerdem sind da so viele Heilungsübungen drin mit Beispielspersonen, dass dir helfen kann, dich wieder zurückzugewinnen, wieder die Anteile von dir wieder zu heilen. I've been doing this work now for 47 years and had access to the subconscious mind and to the soul mind. And it's been a fascinating ride. And it's just, if nothing else, it's really entertaining. Ich mache die Arbeit seit 47 Jahren, und ich habe Zugang zum Unterbewusstsein und Unbewusstsein. Und das ist wirklich so, dass nichts anderes wirklich irgendwie unterhaltsam ist. And I've learned so much from my many years of studying the Course in Miracles in an applied, practical, healing way. Und ich habe so viel gelernt, dadurch, dass ich den Kurs in Wundern studiert habe, in einem angewandten, praktischen, heilenden Art und Weise. So it's, all I can say is that it can make your life a lot more saftig. Ich kann nur eins sagen, es ist in der Lage, dein Leben wirklich viel saftiger zu machen. Ja, saftig ist das schöne Wort. Chuck ist das lebende Beispiel dafür. Ein unglaublich herzensoffener, freundlicher, fröhlicher Mensch. Ich danke dir sehr, dass du dir noch die Zeit heute genommen hast, dieses Livestreaming zu machen. Vielen Dank, Chuck. Thank you, Chuck, that you took the time to do the live streaming for us tonight. Und du zu Hause, ich möchte noch ganz kurz ein paar Slides einspielen zu dem Kurs. Wir haben gerade eine Aktion, noch wenige Stunden. Schau dir das kurz noch an, es geht nur 2 Minuten. Danke dir. Schönen Abend dir und hoffentlich bis bald drüben im Kurs. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, Chuck. Danke dir. Cheers from China. Tschüss from China.